Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix. Und ich bin Lisa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute tauchen wir in ein wirklich spannendes Thema ein, das Metaverse. Lisa, du bist doch unsere Expertin, wenn es um neue Technologien geht. Kannst du uns erstmal erklären, was das Metaverse überhaupt ist? Klar, Felix. Also, stellt euch das Metaverse als eine Art digitale Welt vor, die parallel zu unserer realen Welt existiert. Digital bedeutet alles, was mit Computern und dem Internet zu tun hat. Man kann dort mit anderen Menschen interagieren, spielen, arbeiten und sogar einkaufen. Alles in einer virtuellen Umgebung. Virtuell? Das klingt ja fast wie aus einem Science-Fiction-Film. Heißt das, ich kann da mit einer VR-Brille herumlaufen, wie in Ready Player One? Genau, Felix. VR-Brillen sind ein Weg, um ins Metaverse einzutauchen. VR steht für virtuelle Realität. Das sind diese großen Brillen, die man aufsetzt und die einen komplett in eine andere Welt versetzen. Eintauchen bedeutet hier, dass man sich vollständig auf die virtuelle Welt einlässt. Wow, das ist ja faszinierend. Aber wie funktioniert das genau? Brauche ich unbedingt so eine VR-Brille oder geht das auch anders? Nein, eine VR-Brille ist nicht zwingend notwendig. Zwingend bedeutet, dass etwas absolut notwendig ist. Du kannst das Metaverse auch über deinen Computer oder dein Smartphone betreten. Dann siehst du die virtuelle Welt auf deinem Bildschirm. Aber mit einer VR-Brille ist das Erlebnis natürlich viel intensiver. Es fühlt sich dann so an, als wärst du wirklich dort. Okay, verstehe. Also, eine VR-Brille macht das Ganze realistischer. Aber was kann man denn im Metaverse alles machen? Du hast vorhin gesagt, man kann dort spielen, arbeiten und einkaufen. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Natürlich! Fangen wir mal mit dem Spielen an. Im Metaverse gibt es viele verschiedene Spiele, die du alleine oder mit anderen zusammenspielen kannst. Diese Spiele sind oft sehr interaktiv und bieten ganz neue Möglichkeiten. Interaktiv bedeutet, dass du aktiv am Spielgeschehen teilnimmst und es beeinflussen kannst. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mit meinen Freunden in einer virtuellen Welt Abenteuer erlebe. Und wie sieht es mit dem Arbeiten aus? Kann man im Metaverse wirklich Geld verdienen? Ja, das ist tatsächlich möglich. Manche Leute arbeiten bereits im Metaverse. Sie gestalten zum Beispiel virtuelle Welten, programmieren Anwendungen oder bieten Dienstleistungen an. Dienstleistungen sind Arbeiten, die man für andere erledigt, zum Beispiel Beratung oder Design. Das ist ja unglaublich. Also, man könnte zum Beispiel virtuelle Kleidung entwerfen und die dann im Metaverse verkaufen. Richtig, Felix. Das ist ein gutes Beispiel. Im Metaverse kannst du digitale Güter kaufen und verkaufen. Digitale Güter sind Dinge, die nur online existieren, wie zum Beispiel virtuelle Kleidung, Kunstwerke oder Grundstücke. Grundstücke. Kann man im Metaverse etwa auch Land besitzen? Ja, das geht. Es gibt Plattformen im Metaverse, auf denen du virtuelles Land kaufen und bebauen kannst. Dieses Land ist dann deins und du kannst damit machen, was du willst. Du könntest zum Beispiel ein virtuelles Geschäft eröffnen oder ein Haus bauen. Bebauen heißt, dass man auf einem Stück Land etwas errichtet. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, ein virtuelles Café zu eröffnen, in dem sich Menschen aus der ganzen Welt treffen und unterhalten können. So wie wir es in unserem Podcast machen, nur eben virtuell. Das ist eine tolle Idee, Felix. Im Metaverse sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Der Kreativität kaum Grenzen gesetzt ist eine Redewendung und bedeutet, dass man fast alles machen kann, was man sich vorstellen kann. Aber sag mal, Lisa, wie sicher ist das Ganze eigentlich? Gibt es im Metaverse auch so etwas wie Regeln oder Gesetze? Das ist eine wichtige Frage, Felix. Die Sicherheit im Metaverse ist ein großes Thema. Da es noch relativ neu ist, gibt es noch nicht so viele feste Regeln wie in der realen Welt. Aber die Entwickler arbeiten daran, das Metaverse zu einem sicheren Ort zu machen. Das ist gut zu hören. Man will ja nicht, dass einem im Metaverse die virtuellen Sachen geklaut werden oder dass man dort belästigt wird. Was bedeutet belästigt? Belästigt bedeutet, dass jemand etwas tut, was dir unangenehm ist oder dich stört. Zum Beispiel, wenn dich jemand im Metaverse beleidigt oder dir zu nahe kommt. Verstehe. Also, Sicherheit ist ein wichtiger Punkt.
Gibt es noch andere Herausforderungen oder Probleme, die mit dem Metaverse verbunden sind? Ja, da gibt es einiges. Ein großes Thema ist zum Beispiel der Datenschutz. Datenschutz bedeutet, dass deine persönlichen Informationen geschützt werden. Im Metaverse werden viele Daten über dich gesammelt, zum Beispiel was du dort machst und mit wem du interagierst. Es ist wichtig, dass diese Daten sicher aufbewahrt und nicht missbraucht werden. Das stimmt. Man möchte ja nicht, dass jeder alles über einen weiß. Da muss man wahrscheinlich gut aufpassen, wem man welche Informationen gibt. Genau. Ein weiteres Problem könnte die Zugänglichkeit sein. Zugänglichkeit bedeutet, dass etwas für alle Menschen verfügbar und nutzbar ist. Noch ist das Metaverse nicht für jeden zugänglich. Man braucht dafür einen Computer oder ein Smartphone und eine stabile Internetverbindung. Das ist ein wichtiger Punkt. Es wäre ja schade, wenn das Metaverse nur etwas für Leute mit der neuesten Technik wäre. Richtig. Es gibt auch Bedenken, dass das Metaverse süchtig machen könnte. Süchtig bedeutet, dass man von etwas abhängig ist und nicht mehr ohne kann. Wenn man zu viel Zeit im Metaverse verbringt, könnte das negative Auswirkungen auf das reale Leben haben. Das kann ich mir vorstellen. Man sollte also darauf achten, ein gesundes Gleichgewicht zwischen der realen und der virtuellen Welt zu finden. Ganz genau, Felix. Es ist wichtig, das Metaverse bewusst und verantwortungsvoll zu nutzen. Bewusst bedeutet, dass man sich genau überlegt, was man tut. Verantwortungsvoll bedeutet, dass man die Konsequenzen seines Handelns bedenkt. Das sind wirklich viele wichtige Punkte, die man beachten sollte. Aber trotz all dieser Herausforderungen finde ich das Metaverse total spannend und bin gespannt, wie es sich in Zukunft entwickeln wird. Ich auch, Felix. Das Metaverse hat das Potenzial, viele Bereiche unseres Lebens zu verändern. Von der Art, wie wir arbeiten und spielen, bis hin zu der Art, wie wir miteinander interagieren. Potenzial bedeutet hier die Möglichkeit, etwas Großes zu erreichen. Gibt es denn bestimmte Plattformen oder Anwendungen im Metaverse, die du unseren Zuhörern empfehlen würdest? Es gibt einige interessante Plattformen, die man sich anschauen könnte. Zum Beispiel Decentraland oder The Sandbox. Das sind zwei der bekanntesten Metaverse-Plattformen, auf denen man Land kaufen, bauen und mit anderen interagieren kann. Decentraland und The Sandbox. Die Namen merke ich mir. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt es sonst noch etwas, was unsere Zuhörer über das Metaverse wissen sollten? Es ist wichtig zu verstehen, dass das Metaverse noch in den Kinderschuhen steckt. In den Kinderschuhen stecken ist eine Redewendung und bedeutet, dass etwas noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Es wird sich in den nächsten Jahren noch viel verändern und weiterentwickeln. Das heißt, wir können uns auf viele spannende Neuerungen freuen. Es ist wirklich ein Thema, das man im Auge behalten sollte. Auf jeden Fall. Und es ist ein tolles Thema, um Deutsch zu lernen, weil es so viele neue und interessante Wörter und Konzepte gibt. Da hast du recht. Wir haben heute schon eine Menge gelernt. Was denkst du, Lisa, welches Wort oder welche Redewendung war für unsere Zuhörer heute am hilfreichsten? Ich denke, der Begriff virtuell ist sehr wichtig, weil er das Grundprinzip des Metaverse beschreibt. Außerdem finde ich die Redewendung „der Kreativität kaum Grenzen gesetzt“ sehr passend, weil sie die unendlichen Möglichkeiten im Metaverse gut zusammenfasst. Das sehe ich auch so. Und für mich war der Begriff Eintauchen sehr anschaulich. Er beschreibt wirklich gut, wie man sich fühlt, wenn man das Metaverse mit einer VR-Brille erlebt. Das stimmt. Eintauchen ist ein schönes Bild. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Metaverse zu sprechen, Felix. Mir auch, Lisa. Vielen Dank für die vielen interessanten Informationen und die tollen Erklärungen. Ich denke, unsere Zuhörer haben heute einen guten Einblick in das Thema bekommen. Und wir haben wieder eine Menge neuer Wörter gelernt, mit denen ihr euren Wortschatz erweitern könnt. Und in der nächsten Folge wartet ein weiteres interessantes Thema auf euch, bei dem ihr viele neue und verschiedene Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Seid also unbedingt wieder dabei. Genau. Wir freuen uns auf euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald.